Autos sausten vorbei, ihre Motoren ein beständiges Dröhnen in der Nachmittagshitze. Eine einsame Gestalt, in verblassten Jeans und einem fleckigen T-Shirt gekleidet, saß auf einer klapprigen Holzbank unter einer einsamen Palme. Er war zusammengesunken, den Kopf in den Händen. Ein kleiner, struppiger Mischling, ganz braunes Fell und wedelnder Schwanz, rannte in panischen Kreisen um ihn herum und bellte unaufhörlich. Die Autofahrer ignorierten die Szene. Einige zogen die Stirn kraus, andere zuckten nur mit den Achseln. Das war schließlich Costa Rica, wo streunende Hunde ein gewohnter Anblick waren. Nur ein weiterer Betrunkener, murmelte ein Fahrer vor sich hin und gab Gas. Doch dann bremste ein silberner Pickup, dessen Fahrer, ein junger Mann mit freundlichen Augen, das Tier mit wachsender Besorgnis beobachtete. Er hielt an und stieg in die grelle Sonne. »Hey, Junge«, rief er leise und näherte sich dem Hund mit offenen Händen. Der Hund, der Freundlichkeit spürte, hörte auf, panisch zu bellen, und rannte zum Mann, der Schwanz wedelte wild. Er stupste mit der Nase seine Hand an und rannte dann, wie auf Kommando, zurück zur Bank. Der Mann folgte ihm, sein Herz sank, als er den Mann auf der Bank sah. Sein Gesicht war aschfahl, seine Atmung flach und rau. Er war eindeutig in Not. »Hey, geht es Ihnen gut?« fragte der Mann, seine Stimme voller Besorgnis. Aber der Mann auf der Bank stöhnte nur, die Augen fest geschlossen. Der Hund jaulte leise und stupste wieder die Hand des Mannes an. Er schien dringend, verzweifelt zu sein. Der Mann, dessen Instinkt ihm sagte, dass etwas schrecklich schief lief, holte sein Handy heraus. »Ruf einen Krankenwagen«, befahl er dem Hund, »ich brauche Hilfe.« Während er auf den Krankenwagen wartete, bemerkte er eine abgenutzte Ledergeldbörse, die neben dem Mann auf der Bank offen lag. In ihr, neben einem verblassten Foto einer lächelnden Frau und eines jungen Mädchens, befand sich ein Führerschein. Jorge stand darauf, mit einer Adresse am Stadtrand. Als der Krankenwagen eintraf, sahen die Sanitäter den Mann an und begannen sofort zu handeln. Sie verabreichten Sauerstoff und überprüften seine Vitalwerte, bestätigten, was der junge Mann vermutet hatte, der Mann hatte einen Herzinfarkt erlitten. Als die Sanitäter Jorge in den Krankenwagen laden wollten, winselte der Hund, den Schwanz zwischen den Beinen, und versuchte, mit ihnen mitzukommen. Die Sanitäter, gerührt von der Loyalität des Hundes, erlaubten ihm, mit Jorge im Krankenwagen mitzufahren. Jorge, der sich langsam erholte, blickte den Hund mit einem schwachen Lächeln an. »Chiquito«, flüsterte er und streichelte das Fell des Hundes. Der junge Mann, der vom Bürgersteig aus zusah, verspürte eine Welle der Erleichterung. Er war froh, nicht einfach weitergefahren zu sein. Er hatte Jorge nicht nach seinem Aussehen beurteilt und dadurch sein Leben gerettet. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.